Habt ihr euch jemals gefragt, warum die Sphinx in Ägypten, eines der größten Rätsel der Menschheit, uns bis heute in ihren Bann zieht? Stellt euch vor, wir tauchen gemeinsam in eine Welt ein, in der Wissenschaft auf Mythologie trifft und Geheimnisse aufdeckt, die unsere Geschichte neu schreiben könnten. Wie kann es sein, dass ein monumentales Bauwerk, das Tausende von Jahren alt ist, Anzeichen von Wassererosion zeigt, obwohl es inmitten der trockenen Wüste steht? Und was, wenn ich euch sage, dass die Sphinx möglicherweise ein Fenster in eine Zeit ist, die weit älter ist als alles, was wir bisher für möglich gehalten haben? Forscher haben herausgefunden, dass die Geschichte unserer Zivilisationen sich weit in die Vergangenheit erstreckt, viel weiter, als unsere Schulbücher es uns erzählen. Könnte es sein, dass die Sphinx und die Pyramiden von Gizeh nicht nur ägyptische Meisterwerke sind, sondern auch Hinweise auf eine verlorene Zivilisation enthalten, die möglicherweise mit der legendären Stadt Atlantis in Verbindung steht? Die Vorstellung allein, dass es fortgeschrittene Gesellschaften gab, die vor über 10.000 Jahren beeindruckende Bauwerke erschufen, ist faszinierend. Moderne Technologien wie Kohlenstoffdatierung und Laserscans enthüllen immer mehr Beweise für diese antike Hochkultur. Aber warum ist diese Erkenntnis so revolutionär? Weil sie uns zwingt, alles in Frage zu stellen, was wir über unsere Vergangenheit zu wissen glaubten. Habt ihr euch je gefragt, warum der Kopf des Sphinx während der napoleonischen Zeit beschädigt wurde? Oder warum es Geheimnisse gibt, die unter seinen Füßen verborgen liegen und die möglicherweise Informationen über Atlantis enthalten könnten? In diesem Video werden wir diese Fragen und mehr erforschen. Wir werden uns auf eine Reise begeben, die uns nicht nur in die Tiefen der ägyptischen Wüste führt, sondern auch tief in unsere Vergangenheit. Eine Reise, die zeigt, wie alte Mythen und moderne Wissenschaft zusammenkommen, um das größte Mysterium unserer Zeit zu lösen. Seid ihr bereit, den Schleier zu lüften und gemeinsam mit uns die Wahrheit zu entdecken? Stellt euch vor, wir stehen vor der majestätischen Sphinx in Ägypten, einem Wahrzeichen, das seit Jahrtausenden die Zeit überdauert hat. Doch unter der Oberfläche dieser ikonischen Statue verbergen sich Hinweise, die möglicherweise die Geschichte der menschlichen Zivilisation neu schreiben könnten. Die Schlüssel dazu: Spuren von Wassererosion. In den 1990er Jahren brachte der unabhängige Ägyptologe und Forscher John Anthony West eine Theorie vor, die die wissenschaftliche Gemeinschaft aufhorchen ließ. West beobachtete, dass die Erosionsmuster an der Sphinx und den umliegenden Strukturen am ehesten durch lang anhaltende und intensive Regenfälle verursacht worden sein könnten. Doch wie ist das möglich, in einer Region, die seit Jahrtausenden als trockene Wüste bekannt ist? West zog den Geologen Dr. Robert M. Schoch hinzu, um die Erosionsspuren näher zu untersuchen. Schoch, ein Professor mit Spezialisierung auf Geologie und Geophysik, bestätigte, dass die Erosionsmuster auf Wasser zurückzuführen sind. Diese Erkenntnis war revolutionär, da sie darauf hindeutete, dass die Sphinx viel älter sein muss als bisher angenommen. Die stärksten Regenfälle in der Gegend fanden nämlich vor etwa 10.000 bis 12.000 Jahren statt, was die Sphinx möglicherweise in eine Zeit vor die bekannte Geschichte Ägyptens rückt. Diese Entdeckung öffnet auch die Tür zu faszinierenden Spekulationen über die biblische Flut Noahs. Könnten die Erosionsspuren an der Sphinx Beweise für diese legendäre Überschwemmung sein? Während die Verbindung zur Flut von Noah spekulativ bleibt, regt sie doch zum Nachdenken über die Verflechtung von Mythologie und Geschichte an. Wenn die Sphinx tatsächlich älter ist, als es die traditionelle Ägyptologie annimmt, was bedeutet das dann für unser Verständnis der antiken Zivilisationen? Diese Frage wirft ein neues Licht auf die technologischen und kulturellen Fähigkeiten der Menschen, die vor Tausenden von Jahren lebten. Es eröffnet eine faszinierende Diskussion über das Wissen und die Errungenschaften einer möglicherweise verlorenen Epoche der Menschheitsgeschichte. Die Wassererosionsspuren an der Sphinx stellen nicht nur ein geologisches Rätsel dar, sondern sind auch ein Fenster in eine längst vergangene Zeit. Sie fordern uns heraus, unsere Geschichtsbücher neu zu schreiben und die Grenzen dessen zu erweitern, was wir über die Ursprünge unserer Zivilisation zu wissen glauben. Wir wenden unseren Blick jetzt dem Himmel zu und entdecken eine Verbindung zwischen den Sternen und der uralten Sphinx, die in Stein gemeißelt in der ägyptischen Wüste Wache hält. Diese Verbindung offenbart nicht nur die außergewöhnliche astronomische Kenntnis der alten Ägypter,
sondern birgt auch das Geheimnis möglicher, verborgener Räume und Botschaften, die seit Jahrtausenden auf ihre Entdeckung warten. Die Sphinx mit dem Körper eines Löwen und dem Kopf eines Menschen blickt direkt nach Osten und scheint eine himmlische Ausrichtung zu haben. Einige Forscher, darunter der bekannte Autor Robert Bauwall, argumentieren, dass die Sphinx und die Pyramiden von Gizeh so ausgerichtet sind, dass sie mit dem Gürtel des Orion und dem Sternbild Löwe korrespondieren, wie sie vor über 10.000 Jahren am Himmel erschienen. Diese Ausrichtung zur Zeit der Frühlingstag- und Nachtgleiche könnte darauf hindeuten, dass die Sphinx tatsächlich das Sternbild Löwe auf der Erde repräsentieren soll und somit ein viel höheres Alter hat, als allgemein angenommen wird. Die Sphinx birgt möglicherweise mehr als nur symbolische Bedeutung. Gerüchte und Spekulationen über geheime Kammern innerhalb oder unter der Sphinx, die verlorene Wissensschätze oder Aufzeichnungen einer längst vergangenen Zivilisation enthalten könnten, faszinieren Forscher und Laien gleichermaßen. Moderne, nicht-invasive Untersuchungsmethoden, wie seismische Untersuchungen und Radar, haben Anzeichen für unentdeckte Räume gegeben, deren Zweck und Inhalt noch ein Rätsel sind. Die Entdeckungen rund um die Sphinx werfen Licht auf die tiefen Wurzeln der ägyptischen Zivilisation und ihre Verbindungen zu den Sternen. Die mögliche präzise Ausrichtung zu astronomischen Körpern betont die Bedeutung des Himmels für die Ägypter, nicht nur in ihrer Architektur, sondern auch in ihrer Religion und ihrem alltäglichen Leben. Die Sphinx steht als Wächter dieser kosmischen Weisheit, die durch die Jahrtausende überdauert hat. In der ägyptischen Mythologie wird die Sphinx oft als Wächter oder Beschützer dargestellt, ein Thema, das sich in ihrer physischen Präsenz vor den Pyramiden widerspiegelt. Die mythologische Rolle der Sphinx, verbunden mit der Sonne und der Schöpfung, spiegelt sich in ihrer astronomischen Ausrichtung wider und unterstreicht die tiefgreifende Verbindung der alten Ägypter zum Universum. Die kosmische Verbindung der Sphinx zu den Sternbildern und die Geheimnisse, die sie möglicherweise birgt, sind ein faszinierendes Kapitel in der Geschichte der Menschheit. Sie fordert uns heraus, die Grenzen unserer Vorstellungskraft zu erweitern und die Weisheit der Alten neu zu bewerten. Die Sphinx bleibt ein Symbol der Ewigkeit, das uns daran erinnert, dass unsere Geschichte und unsere Zukunft untrennbar mit den Sternen verbunden sind. Tief in den Annalen der Menschheitsgeschichte liegen Geschichten verborgener Zivilisationen, deren Wissen und Errungenschaften weit über ihre Zeit hinausgingen. Eine der fesselndsten Theorien betrifft Atlantis, eine fortgeschrittene Zivilisation, deren Spuren möglicherweise in den monumentalen Strukturen Ägyptens, einschließlich der Sphinx und der Pyramiden, zu finden sind. Könnten die Geheimnisse dieser antiken Meisterwerke die Schlüssel zu einer längst vergessenen Vergangenheit sein? Die Legende von Atlantis, einer hochentwickelten Zivilisation, die angeblich zwischen 10.000 und 10.500 v. Chr. In einer großen Flut unterging, hat Generationen fasziniert. Es gibt Theorien, dass die Überlebenden dieser Katastrophe ihr enormes Wissen und ihre Technologien in die damals bekannte Welt brachten, insbesondere nach Ägypten und Südamerika, wo sie als die Architekten der größten Wunder der Antike galten. Schaut euch unbedingt unser Video über die Anunnakis an, es wird euch eine tiefere Auseinandersetzung mit den Mysterien unserer Vergangenheit geben. Die Idee, dass die Sphinx und die Pyramiden von Gizeh von diesen antiken Atlanten erbaut wurden, wirft Fragen nach dem Wie und Warum auf. Wie konnten sie monumentale Steine von bis zu 300 Tonnen bewegen und präzise positionieren, ohne sichtbare Beweise für Hebe- oder Transportsysteme? Die Theorie legt nahe, dass sie Zugang zu einer fortgeschrittenen Technologie hatten, die uns heute unbekannt ist, möglicherweise einschließlich der Nutzung von Akustik oder Magnetismus zur Manipulation von Schwerkraft und Materie. Diese Diskussion über Atlantis öffnet die Tür zu weiteren Spekulationen über die Anunnaki, göttliche Wesen aus der sumerischen Mythologie, die als Vorfahren der Sumerer, Babylonier und Ägypter betrachtet werden. Könnte es sein, dass diese Geschichten mehr als nur Mythen sind und tatsächlich versteckte Hinweise auf die wahren Ursprünge unserer Zivilisationen enthalten? Unter den Füßen der Sphinx soll sich ein geheimer Raum befinden, der möglicherweise Aufzeichnungen oder Artefakte enthält, die Licht auf die Geschichte von Atlantis werfen könnten. Obwohl dieser Raum noch nicht entdeckt wurde, beflügelt die Möglichkeit seiner Existenz die Fantasie von Forschern weltweit.
Ebenso haben die Arbeiten von James Churchward über die Zivilisationen von Mu und Uighur, trotz skeptischer Aufnahme durch die Wissenschaft, zu einem erweiterten Diskurs über die vielfältigen Wurzeln der menschlichen Geschichte beigetragen. Die Theorien um Atlantis und die Ursprünge der Sphinx in Ägypten laden uns ein, die konventionelle Geschichte zu hinterfragen und die Möglichkeit zu erwägen, dass unsere Vergangenheit weitaus komplexer und verwobener ist, als wir es uns vorstellen können. Während konkrete Beweise für diese spektakulären Theorien noch gefunden werden müssen, bleibt die Suche nach Antworten eine fesselnde Reise, die das Potenzial hat, unser Verständnis der menschlichen Zivilisation grundlegend zu verändern. Während wir uns dem Ende unserer Reise durch die Mysterien der Sphinx und der Pyramiden von Gizeh nähern, erkennen wir, dass die Geschichte, die wir zu kennen glaubten, nur die Oberfläche eines tiefen, unerforschten Ozeans an Wissen und Geheimnissen ist. Die Theorien über Atlantis und die Verbindungen zu antiken Zivilisationen öffnen uns die Augen für die Möglichkeit, dass die Wurzeln unserer Geschichte weit in eine Zeit zurückreichen, die wir uns kaum vorstellen können. Es ist faszinierend zu betrachten, wie antike Philosophen und Denker möglicherweise von den verborgenen Kenntnissen und Technologien beeinflusst wurden, die durch Zivilisationen wie Atlantis überliefert wurden. Diese geheimen Weisheiten könnten durch die Jahrtausende in den Lehren von Pythagoras, Plato und anderen großen Geistern ihrer Zeit weitergegeben worden sein, die uns immer noch lehren, die Welt um uns herum und darüber hinaus zu hinterfragen. Die Idee, dass einstige Zivilisationen einen so bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung unserer philosophischen und wissenschaftlichen Gedanken hatten, lädt uns ein, die Verbindungen zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart neu zu bewerten. Es ermutigt uns, den Horizont dessen, was möglich ist, zu erweitern und die Bedeutung von Wissen und Weisheit, die über Generationen hinweg weitergegeben werden, zu erkennen. Die Geschichte ist voller Rätsel und ungelöster Fragen, und die Sphinx sowie die Pyramiden von Gizeh stehen als Monumente, die uns daran erinnern, dass es immer Raum für Entdeckungen gibt. Sie fordern uns heraus, tiefer zu graben, weiter zu suchen und niemals aufzuhören, Fragen zu stellen. Mit diesen Gedanken verabschieden wir uns für heute, aber die Reise des Entdeckens und Lernens endet hier nicht. Die Geschichte der Menschheit, ihre Mythen und Geheimnisse bleiben ein offenes Buch, das darauf wartet, von uns allen Seite für Seite erkundet zu werden. Lasst uns gemeinsam fortfahren, die Mysterien unserer Welt zu entschlüsseln, und wer weiß, welche unglaublichen Entdeckungen uns noch erwarten. Danke, dass ihr mit Mythenforscher auf diese erstaunliche Reise gegangen seid. Bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig, offen und bereit, das Unbekannte zu erforschen. Danke, dass ihr mit Mythenforscher auf diese erstaunliche Reise gegangen seid. Bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig, offen und bereit, das Unbekannte zu erforschen.